Super, Dankeschön. Dankeschön, thank you. Thank you. You know, oh goodness, thank you very much. Okay, perfect. Sehr gut, Dankeschön. Well, you know, I'm the one who should be applauding you. Also eigentlich sollte ich euch allen Applaus spenden. Because you are the ones who make the Amway business what it is, so thank you. Denn ihr seid diejenigen, die das Amway-Geschäft zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Also herzlichen Dank. Thank you. We're so grateful for all that you've done to make the business what it is and how you represent Amway every day. Wir sind euch so dankbar, dass ihr das Amway-Geschäft zu dem gemacht habt, was es ist und wie ihr es jeden Tag repräsentiert. And I can't tell you what an honor it is to be here with Max and Anya to celebrate 35 years with the Schwartz Organization. Und ich kann euch gar nicht sagen, was es für eine Ehre für uns ist, mit Max und Anja hier zu sein, um 35 Jahre der Schwartz Organisation mit euch heute zu feiern. Right? What a deal. And Anya, I most certainly remember that time at the Deutschlandhalle, watching you and your mom dance and watching everybody in this business participate and have fun while working hard together. Und ich kann mich sehr wohl noch daran erinnern, damals in der Deutschlandhalle, wie du getanzt hast mit deiner Mutter und wie alle völlig erfolgreich begeistert waren, das Geschäft vorangetrieben haben. And it's a joy to be with so many friends who've been part of the organization, part of the Schwartz leadership for many years. It's a joy to see you and be with you and to watch your children become part of this business as well. Und es ist mir eine ganz große Ehre, es ist eine Freude für mich, hier zu sein, um zu sehen, wie die Schwarz-Organisation gewachsen ist, wie das Geschäft betrieben wird und wie auch eure Kinder jetzt Teil dieser Organisation geworden sind. Now, as you can guess, I'm a big fan of the second generation getting involved in the Amway business. Und wie ihr euch natürlich vorstellen könnt, bin ich ein ganz großer Fan davon, dass die zweite Generation jetzt auch Teil des Amway-Geschäfts wird. I kind of think that's a good thing. Ich glaube, das ist was Gutes, nicht wahr? I hope you do too. Ich hoffe, ihr glaubt das auch. Because this is a business that was designed and built from the beginning to last for generations into the future. Denn dieses Geschäft ist so aufgebaut worden, um über Generationen hinweg weiter zu existieren. And that's why it's so much fun to see generations, old and young, and people from all walks of life be part of the Amway business. Und deswegen ist es so toll zu sehen, wie viele Generationen, wie viele Menschen, die aus was weiß ich nicht für Richtungen kommen, weiter das Geschäft aufzubauen. I remember many years ago as I was growing up in the business, people would talk to my dad and to Jay about finding the right people to sponsor. Ich kann mich noch erinnern, wie viele Menschen sich mit meinem Vater und mit Jay unterhalten haben und gesagt haben, wir müssen die richtigen Leute finden, die wir sponsern können. And they would try to say, you want to do profiles of people and you want to focus on this type of person. Und ich kann mich noch erinnern, wie sie gesagt haben, wir müssen die irgendwie profilen, wir müssen eine bestimmte Art von Menschen herausfiltern und finden. And my dad and Jay always rejected that thinking. Und das haben mein Vater und Jay immer sofort abgelehnt. Because they would ask, who are you trying to leave out? Denn sie haben gesagt, ja, und wen wollt ihr dann draußen lassen aus dem Geschäft? The Amway business is not about leaving people out. Darum geht es nicht beim Amway-Geschäft. Man lässt Leute nicht draußen vor der Tür stehen. The Amway business is about bringing people together. Am Amway-Geschäft, da geht es darum, Menschen reinzubringen, zusammenzuführen. And that's why it's such a joy to have the opportunity to be together with all of you. Und deswegen ist es so eine Freude, die Gelegenheit zu haben, mit euch allen hier zu sein. And it's a joy to be in a positive atmosphere too, isn't it? Und es ist eine tolle, positive Atmosphäre hier, glaube ich. You know, people cheer, people happy. Ihr seid glücklich, ihr freut euch, ihr applaudiert. You know, and I've talked to people, I've said, you know, growing up in Amway, I was spoiled, not because of financial success, but because of the people I've been able to grow up with. Ich spreche mit Leuten, die sagen, ich bin verwöhnt worden, nicht jetzt finanziell verwöhnt worden, sondern ich bin verwöhnt worden, weil ich mit so vielen wundervollen Menschen zusammen sein kann. People who encouraged me, people who helped me, people who supported me. Menschen, die mich unterstützen, die mich antreiben, die mir helfen.
And I know that that's not always the experience when you're living in the world outside of the Amway business. Und ich weiß, dass das nicht immer die Erfahrung ist, die Menschen machen, wenn sie außerhalb der Amway-Welt leben. And in fact, when you listen to the news on a regular basis, it sounds like the whole world's a disaster. Und ganz ehrlich, wenn man sich die Nachrichten heutzutage anhört, dann klingt das so, als wenn die Welt in einem Desaster endet jeden Tag. Right? I mean, you almost don't want to leave your room. Also eigentlich will man sein Zimmer nicht verlassen, oder? That's why it's nice to be here with all of you. Und deswegen ist es so toll, mit euch allen hier zu sein. You know, in fact, I was in Russia a number of years ago, right in the middle of the global financial crisis. Ich war vor ein paar Jahren in Russland und das war mitten in der globalen Finanzkrise. And I was doing an interview, and the reporter started the interview by saying, "We're only going to talk about the financial crisis." Da musste ich damals ein Interview führen. Der Reporter hat gleich am Anfang gesagt, das Einzige, worüber wir heute sprechen wollen, ist die Finanzkrise. And I said, "Well, I thought I was going to talk about Amway, but okay, we'll talk about the financial crisis." Und ich sagte zu ihm, ja, ich dachte, ich bin eigentlich hier, um über Amway zu sprechen, aber na gut, dann spreche ich über die Finanzkrise. And she said, "What is Amway's product strategy because of the global economic crisis?" Und dann sagte sie, und was ist Amways Produktstrategie basierend auf der furchtbaren finanziellen Krise weltweit? And I said, "Well, you know, we take a long-term view on things, and we'll move through this crisis." And I began to articulate our strategy. Und dann habe ich gesagt, na gut, wir blicken natürlich, wir schauen weiter in die Zukunft und bauen dann Schritt für Schritt das Ganze auf. And she looked and wrote a couple things down. Dann hat sie sich ein paar Notizen gemacht. And she said, "Well, what's your marketing strategy because of the global economic crisis?" Und dann sagte sie, was ist denn Ihre Marktstrategie aufgrund der Wirtschaftskrise? And no matter what question she asked, it was always ended with, "Because of the global economic crisis." Und egal, was sie für eine Frage gestellt hat, sie hat sie immer beendet mit, ja, wegen der globalen Wirtschaftskrise. So halfway through the interview, I grabbed her arm and I said, "It's going to be okay." Das Interview war ungefähr halb durch. Ich habe ihren Arm ergriffen und habe gesagt, es wird schon laufen, es wird schon okay sein. I felt I was no longer in an interview, but in a counseling session. Also mir kam es so vor, als wäre ich nicht in einem Interview, sondern dass ich irgendwie beim Psychiater gelandet war. Right? But isn't it interesting how when times get tough, we feel stuck? Aber ist doch interessant, oder? Sobald es ein bisschen schwerer wird, die Situation anstrengender, schwieriger wird, haben wir das Gefühl, dass wir irgendwo stecken geblieben sind. And no matter how much I tried to say, you know, we're going to get through this, it's going to be okay, she could only focus on the challenge of the moment. Und egal, was ich gesagt habe, dass es in Ordnung sein wird, dass wir das Ganze überstehen werden, konnte sie sich wirklich nur auf diesen Moment fokussieren. Now, I know there are challenges in every moment. Also klar, es gibt in jedem Moment eine Herausforderung, genauso wie die Dame da die Herausforderung nur gesehen hat. And you may be in the midst of one of those now. Und vielleicht seid ihr gerade auch in so einer Herausforderung. And I knew at that time there was a global economic crisis. Und ja, ich wusste, dass es da eine globale Finanzkrise in diesem Moment gibt. But I always believed in any crisis and with any challenge, we move through it to get to a better place. Aber ich glaube, dass es jede Herausforderung gibt, jede Schwierigkeit gibt, aus der man sich herausbewegen kann, um diese Herausforderung sich zu stellen und sie zu überwinden. And that's what I want to spend a little time talking about today, because wherever you are in the Amway business, we want to help you get to where you want to go. Und deswegen möchte ich jetzt über diesen Zusammenhang sprechen, denn egal, wo ihr euch im Amway-Geschäft befindet, wir wollen euch dabei helfen, dorthin zu kommen, wo ihr hin wollt. And however difficult the current situation may seem to you, and we recognize it may be difficult, let us work together to find a path forward. Und klar, wir erkennen das an. Es gibt Schwierigkeiten. Und wenn ihr sie überwinden wollt, dann wollen wir euch dabei helfen, um diese Herausforderung zu meistern und weiterzukommen. So I want to talk a little bit about that today. Deshalb möchte ich ein wenig über so etwas heute sprechen. But the first thing we need to recognize is that from a business perspective, we're starting in a very good place. Das Erste, was wir aber anerkennen müssen, ist, von einer Geschäftsperspektive aus, stehen wir an einem sehr guten Ort. Over the past 35 years in the Schwartz organization and nearly 40 years in Germany and operating throughout Europe, you have built a tremendous base of success. Gehen wir von 35 Jahren Schwarz aus. 40 Jahre lang gibt es Amway in Deutschland.
habt ihr ein wunderbares Fundament, ein Geschäftsfundament aufgebaut. So from a business perspective, we can invest in the future because you've built a business, a foundation of strength. Ihr habt also ein Fundament der Stärke aufgebaut. And part of that foundation are the values and the principles that we have used to build this business. Und Teil davon sind die Werte und die Prinzipien, die ihr dabei aufrechterhaltet, indem ihr dieses Geschäft aufgebaut habt. And you may have heard of those as the founder's fundamentals of freedom, family, hope, and reward. Freiheit, Familie, Hoffnung, Anerkennung. Ihr kennt diese Prinzipien, ihr habt da sicher schon von gehört. And wherever we go into our future, we have the opportunity to move there from the strength of that foundation. Und ausgehend, aufbauend auf diese Stärke, dieses Fundamentes, können wir weiter vorangehen. And we found that these founders' fundamentals connect with people all over the world. Und diese Prinzipien der Gründer bringen Menschen auf der ganzen Welt zusammen. Many of you are through all different parts, not only of Germany, but all of different parts of Europe. Nicht nur für euch, die aus allen Teilen Deutschlands kommt oder aus Europa, sondern weltweit. And the business continues to be successful globally, and those values hold us together. Das Geschäft wird global immer erfolgreicher und diese Werte, die halten uns zusammen. And they will stand us well, not only for the past 50 years, but for the next 50 years and beyond. Und sie stehen nicht nur für die vergangenen 50 Jahre, sondern auch für die nächsten 50 Jahre und alles, was darüber hinaus passiert. But everything beyond, yeah, that's exciting, yeah. However, everything else associated with how we operate the business has to be open to change. Hingegen ist alles, was mit dem Geschäft an sich so zu tun hat, das Ganze muss offen sein für Veränderungen. We can't only have the products we had years ago, we have to develop new products. Wir können uns nicht verlassen auf die Produkte, die wir vor langer Zeit hatten. Wir müssen auch neue entwickeln. We can't only do it the way we did it years ago, we have to think of new ways. Wir können das Geschäft nicht nur so betreiben, wie wir es vor Jahren getan haben. Wir müssen neue Wege entwickeln. And we have to continue to challenge ourselves to improve and get better. Wir müssen uns selbst herausfordern, uns zu verbessern und einfach besser zu werden. And that applies to us as a company, Und das betrifft uns als Firma. but it also applies to you in your business. Es betrifft aber auch euch in eurem Geschäft. And I want to spend some time talking about the things that I hope might be helpful for you to think about as you move from where you are to where you want to be. Und ich möchte jetzt ein bisschen Zeit damit verbringen und ich hoffe, dass ich da den richtigen Ton treffe und das, was ihr wissen müsst, um zu sehen, wie ihr weiter voranschreiten könnt. And so there's just a few things to talk through. Es gibt ein paar Sachen, die ich besprechen möchte. Just observations that I've seen, and I hope it's helpful for you. Nur Beobachtungen und ich hoffe, dass die für euch hilfreich sind. So as you're here today, I want to encourage you to start and challenge yourself to have an adventurous attitude. Ihr seid jetzt hier. Ich möchte euch bitten, euch selbst zu fragen, euch selbst herauszufordern, ob ihr vielleicht nicht ein neues Abenteuer beginnen wollt. I want to encourage you to try to live your life outside of a comfort zone. Ich möchte euch herausfordern, ich möchte euch fragen, wollt ihr nicht außerhalb der Komfortzone leben? And be willing to do things differently. Und wollt ihr nicht einfach Dinge anders machen? Right? And this. I'll go back with it. And this applies no matter what stage you are in their business or what stage you are in life. Und das trifft zu, egal in welchem Stadium des Geschäfts ihr seid, egal in welchem Stadium eures Lebens ihr seid. We always have the opportunity to think with adventure. Wir haben immer die Gelegenheit, ein bisschen abenteuerlicher zu denken. Now, I learned this, and many of you know the story of my father and Jay Van Andel. Also ich habe das gelernt und ihr kennt auch alle die Geschichte von meinem Vater und von Jay Van Andel. And you know that, as they would say, the very first business they ever did together was a flight school. They taught people how to fly. Und ihr kennt die Geschichte. Das erste Geschäft, das die beiden aufgebaut haben, ist, dass sie eine Flugschule aufgemacht haben und Leuten das Fliegen beigebracht haben. And for those of you who are new, I need to remind you that my father and Jay did not know how to fly. Und für diejenigen von euch, die neu sind, muss ich erklären, dass mein Vater und Jay, die wussten gar nicht, wie man fliegt. But that never stopped them from starting a flight school. Aber das hat sie nicht daran gehindert, eine Flugschule aufzubauen. Did you ever think about that? Habt ihr euch das schon mal durch den Kopf gehen lassen?
I often wanted to ask my dad, so why again did you pick that particular business? Ich wollte oft meinen Vater schon mal fragen, warum habt ihr euch dieses Geschäft ausgesucht? Wouldn't you want to pick a business you knew something about? Wäre es nicht besser, einfach ein Geschäft aufzunehmen, worüber ihr ein bisschen Ahnung habt? And they would kind of laugh and they said, we liked flying. Und dann haben sie gelacht und haben gesagt, ja, wir mögen aber das Fliegen. The fact that we didn't know how to fly didn't matter. We'd hire the pilots to teach people. Die Tatsache, dass wir nicht wussten, wie man fliegt, war doch egal. Wir haben einen Piloten angeheuert, der hat es denen beigebracht. I still shake my head when I think about Und, it. ich schüttel immer noch meinen Kopf, wenn ich drüber nachdenke. So they did that for a while and then they sold that business and they bought a boat. Das haben sie dann eine Zeit lang betrieben, dann haben sie das Geschäft verkauft und haben sie sich ein Boot gekauft. And they planned to sail to South America. Und dann haben sie geplant, nach Südamerika zu segeln. And the fact that they had never sailed a boat in the ocean before didn't bother them at all. Und die Tatsache, dass sie noch niemals ein Boot durch einen Ozean gesegelt haben, hat sie auch nicht sonderlich gestört. And their trip was one disaster after another. Und ihre Reise war ein Desaster nach dem anderen. They would get lost and they would run aground. Sie sind vom Weg abgekommen und sind auf Grund gelaufen. And finally they did so well that they actually sunk. Und dann waren sie eines Tages richtig gut und sind untergegangen. They made it halfway. Und sie sind ungefähr halb so weit gekommen, wie sie wollten. Right? But the interesting part is after their boat sunk, they didn't end their trip. They kept going. Was aber interessant war nämlich, dass nachdem das Boot untergegangen war, sind sie einfach weitergereist. Die haben nicht aufgehört. And I think back to the attitude that they must have had, and I am a marvel at their adventure. Und ich denke zurück an die Geisteshaltung, die sie damals hatten. Und ich bin wirklich begeistert, was sie für einen Sinn für Abenteuer hatten. And I think that's an attitude that we want to copy. Und ich glaube, das ist eine Geisteshaltung, die wir eigentlich nachahmen sollten. Now, I'm not recommending you put yourself in danger or sink anything. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr euch in Gefahr bringen sollt oder irgendwie ein Schiff versenken solltet oder sowas. So you can put some reasonable nature around it. Also man sollte ein gewisses Grad von Sicherheit um das Geschäft aufbauen, ja. But allow yourself to think differently. Aber erlaubt es euch, gesteht es euch ein bisschen anders zu denken. Especially from a business perspective in the marketplace today. Besonders von der Perspektive des Geschäfts heraus in dem Marktplatz, in dem wir uns heute befinden. Because to be successful in business, we have to continue to meet the demands of the marketplace. Denn wenn man im Geschäftsleben erfolgreich sein will, dann muss man die Bedürfnisse des Markts treffen. And the market is always changing. Und der Markt, der verändert sich konstant. There's a small school, a university in the United States that prints a list to give to their teachers every year to remind them of how the students are thinking. Es gibt eine kleine Uni in den Vereinigten Staaten, die lässt eine kleine Liste ausdrucken, und zwar jedes Jahr für die Lehrer, um die daran zu erinnern, wie junge Leute heute denken. And the purpose is to help the teachers connect to the students. Und der Sinn und Zweck dessen ist, dass sie damit den Lehrern es ermöglichen wollen, zu verstehen, wie die Studenten denken und dass sie mit denen in Verbindung treten können. So they remind the teachers that events that happened in their lifetime didn't necessarily happen in their students' lifetime. Das erinnert also die Lehrer daran, dass Dinge, die in ihrem Leben, früheren Leben passiert sind, nicht wirklich so wichtig sind für die Studenten heutzutage. So whether it was a sports event or an entertainment or a political event. Also sei es jetzt ein politisches Ereignis, ein Sportereignis, irgendwas in der Richtung oder Entertainment. That may have been critically important for the teacher. Das war vielleicht extrem wichtig für den Lehrer oder die Lehrerin. The student had no idea that it ever happened. Die Studenten wussten aber gar nicht, dass das überhaupt vorgefallen war. Which is why people my age always roll our eyes back and say, oh, the kids today, they just don't understand. Und deswegen rollen wir Leute in meinem Alter rollen die Augen und sagen, ach, die Kids von heute, die verstehen ja nicht, worum es geht. And which is why my kids look at me, roll their eyes and say, Dad just doesn't understand. Und deswegen rollen meine Kinder die Augen, gucken mich an und sagen, Papa versteht einfach nicht. Yeah. They say that way too much, by the way. Und das sagen die übrigens viel zu oft, ja. Right? But it's a tough battle. Aber das ist schwierig. And having that attitude challenges us to challenge ourselves and how we think. Und diese Geisteshaltung, die fordert uns heraus und fordert uns damit heraus, dass wir vielleicht anders denken sollen.
So that's the first thing I'd like to ask you to think about as you leave this event. Und das ist das Erste, wozu ich euch bitte, wenn ihr nach dieser Veranstaltung die Räume verlasst. The second thing I'd want to encourage you to do is to be observant. Really look at the world around us. Und das Zweite, was ich euch bitte zu tun, ist, ein bisschen durch die Welt zu sehen mit offenen Augen, um zu verstehen, was passiert. And again, this is hard to do. Und ja, ich verstehe, das ist schwierig. Because our brains are shaped and our brains are designed to work one way. Und das ist schwierig, das verstehe ich, denn unsere Gehirne funktionieren auf eine ganz bestimmte Art und Weise. And the best way I heard this explained was in a book called Everyday Survival. Ich habe ein Buch gelesen, Everyday Survival, das Überleben im tagtäglichen Leben. Und in diesem Buch ist das am besten erklärt worden. Where he described that our brains are made to go through a certain script and to learn from your experiences. Das Gehirn, schreibt der Autor, ist so angelegt, dass es einen bestimmten Pfad folgt und ausgehend von dem, was es gelernt hat, funktioniert. So for example, when I look at that, I see that's a television or a monitor. Ich gucke zum Beispiel auf dieses Gerät hier und sehe, das sieht aus wie ein Fernseher, ist ein Monitor. My brain doesn't have to think, is that an airplane? Da muss mein Gehirn nicht groß drüber nachdenken, das ist kein Flugzeug. My brain has seen that before and it immediately helps me process information more quickly. Mein Gehirn hat also so ein Gerät schon mal gesehen, hilft mir dabei, sofort die Informationen zu verarbeiten. And you and I learn from our experiences. Ich und ihr, wir lernen von unseren Erfahrungen. And it's very powerful. Und das ist natürlich sehr mächtig. But sometimes it is so powerful that we forget to take in new information. Aber diese Herangehensweise ist manchmal so mächtig, so überwältigend, dass wir vergessen, dass wir Informationen auch anders verarbeiten können. That our experiences are so strong that we think we can keep doing things the exact same way, even though there's plenty of information that is telling us we should do things differently. Und unsere Erfahrung ist eben so stark, dass wir selten auf die Idee kommen, Informationen anders zu verarbeiten, Dinge neu zu überdenken. And he used the tragic illustration of the tsunami in the Indian Ocean in 2004. Und um das Ganze zu illustrieren, bildhaft darzustellen, hat er den Tsunami von 2006 im Indischen Ozean erwähnt. And how so many people were on holiday in a place that should have been safe. Viele Menschen waren dort im Urlaub, waren an einem Ort, der eigentlich sicher sein sollte. And everything told them that it was safe. Und alles, was sie gesehen haben, erfahren haben, hat ihnen gesagt, dass es sicher ist. Dort. Every picture, every emotion clicked in their mind that they were on holiday in a good, safe place. Jedes Bild, alles, was sie erfahren haben, hat ihrem Gehirn, hat ihnen gesagt, dass sie im Urlaub sind, dass es schön dort ist, in einem sicheren Ort sind. But they completely missed the signs of danger that was coming. Was sie aber total verpasst haben, nicht verstanden haben, waren die Zeichen der Gefahr. And maybe you remember videos of people on the beach when the water went away before the wave came in. Vielleicht kennt ihr noch die Bilder, dass ganz viele Menschen immer noch auf dem Strand waren, als das Wasser dann zurücktrat und dann später die Wellen kamen. And people didn't move. Die Menschen sind einfach nicht vom Strand weg. They just looked at it and wondered. Die haben sich nur angeschaut und haben sich gewundert. They didn't really understand what was happening. Sie haben also nicht wirklich verstanden, was da gerade passiert. So I think these two things are really powerful for us and we can apply to our life and to our business. Ich glaube, dass diese zwei Dinge extrem wichtig und wertvoll für uns sind und die sollten wir auf unser Geschäft anwenden. That we challenge our mind from our attitude perspective, but we are also observing what is happening. Wir sollten also unsere Gedankenwelt, so wie wir denken, herausfordern und gleichzeitig uns ansehen, was es da noch über das hinaus gibt, für uns zu sehen. And then taking action to do something about it. Und dann müssen wir dagegen etwas unternehmen. You know, so many times in business, it's one thing to see something and say, yeah, I should really do that. Natürlich in der Geschäftswelt ist es natürlich einfach zu sagen, ja, da sehe ich etwas und vielleicht müsste ich das jetzt machen. Right? A lot of times at the company, we look, oh yeah, we should really do that. Oft sitzt man in der Firma und sagt, ja, das sollten wir wirklich mal implementieren, machen. And then a month or two goes by and we say, you know, we really should do that. Und dann vergeht ein Monat oder zwei und dann sagt man, das sollten wir wirklich vielleicht implementieren oder machen. And then a year goes by and I wish we would have done that. Und dann vergeht ein Jahr und dann sagt man, vielleicht wünsche mir, dass wir das wirklich gemacht hätten. And then we get into trouble and we go, why didn't we do it? Und dann haben wir auf einmal Probleme und dann sagen wir, warum haben wir es nicht gemacht? Right? That's life. Und so ist das Leben. But let's think about it and maybe change that direction. Vielleicht sollten wir drüber nachdenken und die Richtung, in die wir denken, auch verändern. This is your business Das ist euer Geschäft. and this is your future.
Und es ist eure Zukunft. So I want to start with those two things, an adventurous attitude and being observant. Diese zwei Dinge, damit möchte ich anfangen. Eine abenteuerliche Herangehensweise zu haben und sich zu verändern. And now let me take it down a little more focused for you, and I want to encourage you the third thing. Okay, jetzt möchte ich ein bisschen weitergehen und möchte mich auf das dritte konzentrieren. As you look to your future, I want you to set real goals. Wenn ihr in eure Zukunft schaut, dann möchte ich euch bitten, richtige Ziele zu setzen. Because it's one thing to dream big dreams, and I want you to do that too. Es ist natürlich eine Sache, dass man große Träume träumt. Ich möchte euch natürlich bitten, das auch zu tun. But at some point, you got to bring it down to something that you can really define and really measure. Aber irgendwann muss herausdestilliert werden, etwas, was man wirklich ermessen kann, feststellen kann. And really see a path of how you can get there. Und ihr müsst wirklich den Weg sehen, wie ihr dieses Ziel erreicht. These are the things that Steve and I try to do at the company on a regular basis. Das sind die Dinge, die Steve und ich regelmäßig in der Firma machen möchten. We have great dreams and aspirations of what the business could be, what you can do with the Amway business. Wir haben natürlich große Träume, was das Geschäft ausmachen kann, was ihr mit dem Amway-Geschäft machen könnt. But to get a management group and a company together to support that, we wouldn't know how to make them connect. Aber die Vorstände dazu zu bringen, das zu unterstützen und dann die Verbindung zu euch zu schaffen, das ist schwierig. So we have to bring it down to something where we can really see a path to get there. Also müssen wir es auf etwas herunterbrechen, sodass wir den Pfad, den Weg dahin sehen und den dann gemeinsam beschreiten können. So for example, about 6 or 7 years ago, we were looking at some projections for the business, looking out about 10 years into the future. Vor 6 bis 7 Jahren haben wir uns Projektionen angeschaut And- für die nächsten 10 Jahre. And globally, there was growth, but it was modest, maybe 2 or 3%. Global gesehen gab es ein Wachstum, das wir vorausgesehen hatten, aber es war ein bescheidenes Wachstum, 2 bis 3%. And we kind of got angry about that. Und da wurden wir dann ein bisschen wütend drüber. And we said to ourselves, the business is better than that. We should be able to do better than that. Und wir haben gesagt, das Geschäft ist doch viel besser als das. Wir müssten doch eigentlich mehr schaffen als das. And I actually walked into his office right at the same time he was going to start walking to go see me. Und ich bin in sein Büro gelaufen und in dem Moment wollte er raus, um in mein Büro zu kommen. Because we both felt the same way. There's more potential. Das lag nämlich daran, dass wir beide das gleiche gefühlt haben. Es gibt nämlich mehr Potenzial. And that led to a great discussion of how we take what we believe about the future and put it into something real. Und daraus entwickelte sich eine große